Herzlich willkommen in der Aquarellschule LADFI. Ich bin Kerstin und heute möchte ich euch die Lightwish Aquarellfarben vorstellen. 88 Farben für einen sehr kleinen Preis. Mal schauen, was dahinter steckt. Mal schauen, wie sie funktionieren. Wir werden sie gemeinsam ausprobieren. Ich werde sie euch vorstellen, jede einzelne Farbe, und sagen auch, wie sie heißt, was sie für Möglichkeiten hat. Dann werden wir gemeinsam 3 Bilder malen in verschiedenen Stilrichtungen. Ein Landschaftsbild mit Meer, ein florales Bild und ein figürliches Bild. Davor werden wir noch so ein paar technische Dinge klären und schauen, wie sie zum Ablösen sind, also in der Auswaschtechnik, wie sie in der Salztechnik funktionieren und. Also wir schauen diesen Farben auf die Finger. Viel Freude beim Ausprobieren! Wenn ihr das aufmacht, dann seht ihr auch, wow, es gibt sogar einen Wassertankpinsel dabei, einen Mini-Schwamm und wie gesagt diese 88 Farben. Wir haben hier die sozusagen ganz gewöhnlichen Aquarellfarben, dann haben wir hier einen großen Part an Metallic Aquarellen und hier sogar noch die Neonfarben. Ich bin ja ein großer Vertreter von diesen ganz gewöhnlichen sozusagen, aber wenn man auf dunklem Papier malt oder wenn man Schriftzüge macht, dann finde ich, ist das richtig toll mit diesen Metallic-Farben, auch wenn man mal zum Beispiel bei einer zauberhaften Figur etwas glänzend überzieht oder wenn man Karten macht, also gerade bei Karten wirklich, das finde ich ganz, ganz toll, wenn man da diese Metallic-Farben hat, weil man da einfach viele Möglichkeiten hat. Diese Neonfarben, da bin ich jetzt ganz gespannt, die kenne ich eigentlich weniger, so richtig leuchtende Farben, da bin ich wirklich gespannt, wie intensiv die dann wirklich auf dem Papier leuchten. Da freue ich mich schon richtig jetzt drauf, dass wir da einiges zusammen ausprobieren. Sie kommen so, dass sie geschützt sind durch so eine kleine Kunststoffdecke und die werde ich nachher auch wieder hineingeben. Einfach wenn ich mit den Farben unterwegs bin, kann ich das da wirklich gut so verpacken. Es ist auch ein Farbkasten sozusagen aus Papier, also aus Karton. Das ist auf der einen Seite natürlich, er geht schneller kaputt. Ich muss besser auf ihn aufpassen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Reisen bin. Aber ich habe dadurch diese Decke, die trotzdem als Schutz hier dient. Und ich muss natürlich das Ganze immer wieder hier zumachen mit diesem Deckel. Das ist auch ein Kartondeckel, also es ist nicht Plastik, da bin ich ganz, ganz glücklich drüber, dass man da wirklich auch ein bisschen umwelttechnisch geschaut hat. Es ist auch nicht Metall. Ich habe ja auch viele Metallfarbkästen, mit denen ich eben unterwegs bin auch und draußen gerne male, aber dieser hier ist natürlich vom Preis her für jeden Menschen erschwinglich und das, finde ich, hat auch einen Vorteil, weil ihr wisst von mir, ich finde, jeder Mensch sollte malen dürfen, der das Bedürfnis hat. Ich glaube, dass Malen eine große therapeutische Wirkung hat. Ich glaube, dass Malen jeden Menschen zentriert und sehr glücklich machen kann. Gerade das freie Malen, das Loose Watercolor auch, wo man einfach schaut, was entsteht. Das ist ja sowieso meins, aber wir werden heute, wie gesagt, verschiedene Dinge ausprobieren. Ich möchte mit euch wirklich da ein bisschen schauen, was können diese Farben. Und als erstes habe ich hier mir eine Palette vorbereitet, wo ich jede Farbe mit euch ausprobieren möchte. Also angefangen von hier, von diesen Metallic-Farben, hinüber zu diesen sozusagen ganz natürlichen und natürlich auch die Neonfarben. Also alles werden wir heute miteinander probieren. Ja, nun geht es los. Ich kann, wenn ich möchte, also wenn ich unterwegs bin, würde ich das jetzt wirklich tun, könnte ich mit diesem Wassertankpinsel hier das so ein bisschen anfeuchten. Da kann man hinten einfach drauf drücken, da kommt genug Wasser raus und ich kann mir hier so ein bisschen Farbe holen. Und starte da mal in meinem ersten Kästchen. Das ist wirklich eine Metallic-Farbe, die sicher auch auf einem dunkleren Untergrund sehr, sehr schön ausschaut.
Wenn wir alles gemalt haben, werde ich euch auch zu jeder Farbe noch den Namen verraten sozusagen. Wichtig ist auch zu wissen, dieses Set mit 88 Farben, meine lieben Leute, das kostet nur 33,61 €. Also das ist fast ein Geschenk. Also wie gesagt, für jeden erschwinglich. Es ist ein Pinsel und ein Schwämmchen dabei. Pinsel und Schwamm, da, wenn man da hohe Ansprüche hat, je nachdem, was man malt, braucht man sicher noch zusätzliches Material, also einen breiten Pinsel, zum Beispiel einen Elastip, dass man da wirklich auch in die Fläche gehen kann. Das kennt ihr von mir, ich bin ein eher großzügiger Maler. Ich bin kein, also ich liebe es, aus dem Vollen zu schöpfen und bin nicht so der Zeichner, aber wenn man zum Beispiel gerne sich sammelt bei kleinen Figürchen oder bei Ausmalgeschichten, dann ist dieser Farbkasten sicher das Nonplusultra, weil man einfach eine riesengroße Auswahl hat an Farben und mit dem Pinsel das wunderbar funktioniert. Ja, wie gesagt, haben wir hier gestartet mit der ersten Farbe. Ich hole jetzt noch ein dunkles Aquarellpapier. Ich möchte diese Farbe euch, überhaupt die ganzen Metallic-Farben, auch auf einem schwarzen Aquarellpapier zeigen. Dieses Papier hier, dieses Ausprobierpapier hier ist von XXL und hier habe ich noch ein schwarzes Aquarellpapier Van Gogh und da werde ich jetzt einfach diese erste Farbe auch gerade mit diesem Pinsel mit euch probieren. Ihr seht, auf schwarz ist dieses Silber sehr hübsch, glänzt ein bisschen. Nun gehen wir zur nächsten Farbe. Ich wasche mit meinen Pinseln natürlich aus. Da kommen wir zu diesem Gold schimmernden. Bin ich jetzt gespannt, wie golden das ist. Ihr kennt ja von mir auch die Crema-Pigmente, die da wirklich so ganz wunderschön golden daherkommen. Das ist auch noch sehr, sehr sanft. Nur eine Spur, also ich sehe schon, diese Farben, die haben gute Abstufungen, feine Nuancen, wie man sieht. Es ist nicht viel goldener als das Silber. Wenn ich von der Seite reinschaue, das zeige ich euch nachher auch noch, ist es schon ein großer Unterschied. Und auf dunkel ist es ein ganz großer Unterschied. Da sehe ich jetzt wirklich diese Goldfarbe. Bin ich gespannt auf die nächste. Die geht hier im Töpfchen ein bisschen ins Gelbliche. Ich werde mit euch jetzt noch anschauen, wie die Farben wirklich heißen und dann werden wir miteinander ausprobieren, wie sie sich mischen, bevor wir dann in verschiedene Möglichkeiten von Bildern gehen. Ich möchte mit euch ein paar Sachen anschauen, landschaftlich, floral und vielleicht auch noch ein Gesicht malen. Genau, also, aber zuerst
müssen wir wissen, wie diese Farben heißen, weil ich nachher ja euch sagen muss, diese Farbe, diese Farbe, diese Farbe verwenden wir. So, ich habe nun alles angeschrieben und habe dabei gemerkt, das hat im Näpfchen nicht immer so ausgeschaut, aber es ist wirklich so, dass die Reihenfolge stimmt. Ich starte hier mit diesen Metallic-Farben. Das erste ist das Pearl White, Shiny Gold, Pale Gold, Brass Gold, Cerise Pink, Barbie Pink, Carmine, Ripe Berries, Metallic Purple, Silver, Rusty Scarlet, Seedless Preserves, Smoke, das finde ich passt super, Black Soot, Mint, Evergreen, Lime Green, Sage Green, Pine Needles, das finde ich auch toll, Water Blue, Ice Blue, Sky Blue, Midnight Blue, Peacock Blue, Vintage Brown, Dark Gold, Bronze, Neon Yellow, Neon Orange Yellow, Neon Pink, Neon Magenta, Neon Orange, Neon Deep Yellow, Neon Blonde, Neon Violet, Neon Purple, Neon Blue, Neon Green, Neon Apple Green. Also das waren jetzt diese besonderen Farben, die zuerst eben wie gesagt Metallic, dann Neon und jetzt hier kommen die ganz gewöhnlichen sozusagen und die normale Palette, die man Teile davon so hat, eben White, Lemon Yellow, Yellow, Pale Yellow, Cadmium Yellow, Orange, Yellow Mid, Beige, Pink, Hot Pink, Orange Red, Red, Rose, Gold, Yellow Deep, Magenta, Deep Red, Rust Red, Turquoise, Leaf Green, Medium Green, Turquoise Blue, Light Blue, Pale Blue, Sky Blue, Cerulean, jetzt kann ich es nicht mehr sagen, Cerulean Blue, Ocean Blue, Deep, Cyan Blue, Blue, Pale Purple, Purple, Light Blue, Entschuldigung, Light Purple, Lilac, Dark Purple, Deep Purple, Tree Green, das finde ich ganz toll, so dieses Braungrün, kann man super für Baumstämme verwenden und Äste. Spring Green, das finde ich fast zu türkis, das hätte ich jetzt so nicht genannt. Da wäre ich lieber so, also dieses Neon Apple Green finde ich eher ein Frühlingsgrün oder auch Yellow Green. Bud Green, Bean Green, Light Green, Green. Raw Sienna, Burnt Sienna, Brown. Silver, das finde ich auch nicht ganz passend, da hätte ich jetzt eher wahrscheinlich Sepia genommen. Grey, das finde ich gut, also wie gesagt, dieses Grey gefällt mir sehr gut und Black. Also hier die ganze Palette. Jetzt bin ich natürlich noch gespannt mit euch. Ich möchte jetzt noch ein paar Farben mischen. Ich möchte schauen, wie sie sich wieder vom Blatt nehmen lassen und. Also da werden wir jetzt ein paar Dinge ausprobieren, bevor wir ins Bildermalen gehen. Ich werde hier jetzt einfach mal umblättern. Und auf diesem Papier möchte ich mit euch jetzt ausprobieren, wie funktionieren die Farben dann auf dem Blatt. Zuerst einmal möchte ich da ein paar Farben mischen. Mal schauen, wie das ausschaut. Ich nehme jetzt mal so typische Himmelfarben von mir. Ich habe ja da so ein paar Farben, die verwende ich sehr oft. Die hole ich auch jetzt auf mein Blatt. Das ist zum einen, jetzt muss ich da ein bisschen spickeln, hätte ich da gern ein Magenta. Ja, das Magenta hier. Sie sind ein bisschen klein für meinen Elastip, die Näpfchen, aber macht nichts. Wir arrangieren uns. Ich starte am Horizont und verblende es so leicht nach oben. Hole mir dann ein helles Gelb dazu als Übergang. Verblendet sich schön, lässt sich schön verblenden und dann das Türkis. Lässt sich auch sehr schön verblenden ins Weiß und ganz außen hole ich mir jetzt noch ein dunkles Blau dazu. Gut.
Den Horizont, den ziehe ich mir ins Bild mit diesem, mit so einer Violettfarbe, mit dieser eher schattigen Braun. Ich mische die drei gerade mal so ein bisschen zusammen. Oh, Entschuldigung, jetzt hat es da gespritzt, aber das ist für dieses Testbild ja auch egal. Es ist ein bisschen zu wenig bläulich. Hole ich noch ein Blau dazu. Sieht alles gut aus. Ich nehme vielleicht jetzt unter diesem Rötlichen die Komplementärfarbe dazu, also Grüntöne. Und da möchte ich auch wieder gerade ein paar miteinander verblenden. Mit Wasser nach unten ziehen. Da dann auch dunkler werden, je weiter ich bei mir vorne bin. Was toll ist, was ihr jetzt seht, ich kann da wirklich sehr viele, ohne groß etwas zu wissen über die Farben, kann ich sie einfach toll abstufen, weil die sind einfach hier so im Näpfchen so gegeben. Also ich muss da nicht sehr viel wissen übers Farbenmischen, sondern ich kann wirklich hier die fertigen Farben verwenden. Das ist natürlich eine Hilfe, wenn man sich noch nicht so eingearbeitet hat in die Farbtheorie. Genau, jetzt lassen wir es kurz trocknen. So, nun werde ich hier noch Bäume pflanzen und da verwende ich hier vielleicht dieses dunkelste Grün, gemischt mit diesem... wartet mal. Wo hatten wir das? Welche Farbe war jetzt diese Baumgeschichte? Tree Green, neben dem Deep Purple. Was war das? Green. Green, Spring Green. Hier, ja. Also doch, wie ich gedacht habe, dieses Baumgrün, das gefällt mir. Das verwende ich hier jetzt. Nun ist es trocken und ich nehme meinen Schrubberpinsel und schau mal, wie ich da die Farbe wieder lösen kann. Funktioniert gut. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ja, das ist sehr gut, wie das geht. Die Farbe lässt sich gut lösen vom Blatt. Schaue ich da vorne noch beim Grün, wenn ich da zum Beispiel Blümlein auswasche, scheint auch super zu funktionieren. Das ist mir immer sehr wichtig, weil ihr wisst, ich mache sehr viel mit der Auswaschtechnik. Und wenn das nicht funktioniert, dann ja, mag ich es nicht so. Natürlich kommt es auch auf das Papier an und dieses Papier lässt das sehr gut zu. Aber es müssen auch Farben sein, die sich auswaschen lassen, sonst geht es eben auch nicht. Also sind sie wirklich so konzipiert, dass sie da diese aquarellige Möglichkeit haben.
Es lässt sich toll auswaschen, es verblendet wunderbar, es hat nicht ganz so viel Leuchtkraft und ich finde es ist ein bisschen härter als andere Farben, trotzdem die Leuchtkraft nicht ganz so stark da ist. Es hat teilweise so ein bisschen etwas Mattes auch, aber wie gesagt, das ist auch komplett Geschmackssache. Jetzt schaue ich noch, ob ich, ja, kratzen lässt sie sich auch. Das ist auch mir sehr wichtig, weil ich mache auch sehr oft was Gekratztes. Ja, also vieles ist sehr toll an diesen Farben. Und wenn man eine große Palette mag und es nicht so gerne selber mischt, ich bin ja eigentlich eine Mischerin, ich mag das, dass ich so eine Harmoniebild bekomme, dass ich sehr viel selber mische, aber das hat natürlich auch seinen Reiz, wenn man da einfach mal so ein großes Angebot an verschiedenen Farben hat. Und wenn ich unterwegs bin, werde ich zukünftig ganz bestimmt hier mitarbeiten, dass ich einfach immer alles dabei habe. Ja, jetzt werden wir zusammen wirklich noch Bilder malen. Das ist jetzt nur so ein landschaftliches Probierbild gewesen mit Auswaschen und so, was da alles funktioniert. Was ich jetzt noch probieren möchte, bevor wir da weitere Dinge machen miteinander, ich möchte gerne schauen, wie sie sich, ich meine, es ist nicht wirklich nötig bei den Farben, weil man ja eh die ganze Palette hat, aber ich möchte trotzdem schauen, wie könnte ich jetzt ein Grün mischen. Ja, es funktioniert. Sie lassen sich also auch schön mischen. Und sie lassen sich auch schön vom Dunkeln ins Helle malen. So, nun habe ich uns was vorbereitet und wir starten, indem wir wieder das Blatt anfeuchten mit dem Elastip und einen Hintergrund, einen relativ flotten Hintergrund anlegen.
So, ich möchte mit euch hier jetzt so eine Meerszene, vielleicht mit einem Leuchtturm ausprobieren. Und dazu brauchen wir auch eine kleine runde selbstklebende Etikette. Das war hier. Mit dem Elastip feuchten wir unser Blatt erst einmal an. Ich nehme den Elastip, weil da habe ich gerade schon eine strukturierte Oberseite. Ich verwende wieder so dieses Braun-Grau und hole aber mir ein Violett dazu. Mal schauen. Ich mische da einfach so ein bisschen quer, wie ihr seht. Brauche es noch ein bisschen dunkler. So, probieren wir mal. Ich möchte etwa hier den Horizont, dass man dahinter noch mehr sehen kann. Und was mir gefällt ist, also die Himmelsfarben, das hat alles funktioniert, es ist auch geflossen, es ist vielleicht eine Spur zu, wie sagt man, wie soll ich sagen, ein wenig kreidig. Ich denke, da ist auch eine Spur Deckfarbe drin, deswegen kann ich es auch nicht mit der Auswaschtechnik so gut wieder lösen. Insgesamt sind die Farben hier, schaut mal, wunderschön. Ich werde zum Schluss eher ein Resümee abgeben. Noch also vieles ist wirklich sehr, sehr schön. Nun möchte ich noch etwas Florales malen mit euch, bevor wir dann zum Resümee gehen. So, selbes Papier wie jetzt die ganze Zeit schon. Waterford, finde ich ein sehr hochwertiges, sehr schönes Aquarellpapier. Ich mache wieder die ganze vordere Seite nass. Dieser Block ist vierseitig geleimt und kann an dieser Stelle hier dann entfernt werden, also das oberste Blatt. Man lässt das Papier jeweils immer aufgespannt natürlich, deswegen ist das ja auch so wertvoll, wenn der Block vierseitig geleimt ist. Man kann direkt auf dem Block arbeiten, man muss es nicht selber aufziehen, weil ja, manchmal vergisst man einfach ein Blatt aufzuziehen und kommt dann ins Atelier und nichts ist da. Man muss zuerst aufziehen und warten, bis es trocknet und ja, also ich liebe es, dass es das jetzt mittlerweile gibt.
schon seit einigen Jahren diese Blöcke, die vierseitig geleimt sind und man einfach loslegen kann. Das ist einfach eine wirklich, finde ich, sehr tolle Erfindung. Nun möchte ich hier so ein bisschen ins Lavenderige gehen. Blautöne, Blau-Türkistöne. So, nun ist es trocken. Ihr seht, wunderschöner Hintergrund. Die Farben changieren sehr schön miteinander, wie dieses helle Grün, dann mit diesem Blau und diesem Rotklang. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Ich möchte jetzt probieren, was ich da noch hineinzaubern kann. Denken wir vielleicht an Vergissmeinnicht zum Beispiel. Vielleicht gibt es dann sogar noch Lavender dabei. Also ich probiere das jetzt zuerst mit diesen sozusagen ganz gewöhnlichen Aquarellfarben. Ja, wir haben diese tollen Farben ausprobiert. Hier jetzt ein kleines Resümee. Insgesamt finde ich diese Farben toll. Preis-Leistung ist unschlagbar fast, würde ich sagen. Ich habe 88 verschiedene Farben. Ich habe diese schillernden Farben, diese Glanzfarben, dann habe ich diese Neonfarben und diese sozusagen ganz gewöhnlichen Aquarelle. Und alle drei sind besonders gut gelungen, würde ich sagen, von der Qualität her, von der Farbqualität her. Sie sind ein bisschen pastöser als zum Beispiel Schminke oder Daniel Smith. Die sind sicher von der Fließmöglichkeit her gigantischer, aber trotzdem, diese 88 Farben für diesen Preis, da möchte ich euch einfach sagen, wenn man jetzt vorhat, auf eine Reise zu gehen und ja, etwas dabei zu haben, was vielleicht nicht so wertvoll ist, dass, wenn es mal runterpurzelt, gerade eine Katastrophe darstellt. Oder überhaupt, wenn ich einfach viele verschiedene Farben haben möchte, wenn ich nicht so gerne selber Farben mische, wenn dieses Feld für mich noch ein Dunkelfeld ist, dann habe ich hier sicher, dann ist das sicher die richtige Wahl mit diesem Farbkasten. Wenn ich ein Geschenk machen möchte für jemanden, wo ich noch nicht so sicher bin, wird das Hobby von diesem vielleicht jugendlichen Kind, vielleicht Enkelkind oder Patenkind, dann ist das sicher auch ideal, weil man da einfach, ja, da ist nichts verloren, aber das birgt ganz viele Möglichkeiten. Gerade junge Menschen probieren sich in verschiedenen Stilrichtungen aus und mit diesen 88 Farben hat man da wirklich viele Möglichkeiten, vieles auszuprobieren. Man hat auch immer einen Farbkasten zur Hand, wenn man sagt, ich male zwar nicht regelmäßig, aber wenn Weihnachten vor der Tür steht oder ein Geburtstag, dann male ich gerne eine kleine Karte zum Verschenken. Dann hat man hier auch wunderbare Möglichkeiten in verschiedene Richtungen zu gestalten.
Also ganz grundsätzlich bekommen diese Farben mein Lob, einfach weil diese Farben in einer guten Qualität daherkommen, für den Preis-Leistung ideal ist und man doch einiges machen kann damit. Also gerade das Bild, das Meerbild mit diesem wunderschön leuchtenden Himmel, da sieht man, wie strahlend diese Farben auch sein können. Ja, also an dieser Stelle möchte ich mein Video beenden. Ich habe heute sehr viel geredet, sehr viel gezeigt und ich hoffe, es hat euch ein kleines Stück eröffnen können. Ein bisschen etwas über diese Farben habt ihr erfahren. Natürlich ist es immer noch schöner, wenn man sie selber ausprobieren kann. Preis-Leistung ist ideal, das ist sehr empfehlenswert und man hat viele Möglichkeiten mit diesen Lightwish Aquarellfarben. Also ja, vielleicht probiert der eine oder andere sie aus oder es wird ein Geschenk für einen lieben Menschen. Nun wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Herzlichen Dank fürs Dabeisein, meine Lieben, und bis ganz, ganz bald. Tschüss!